Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Diese Woche nehmen wir euch mit an einen ganz besonderen Ort in Mexiko. Und zwar an einem, der in keinem Reiseführer steht. Schaut euch diese wundervolle Bilder an. Jetzt geht's los mit dem Video. Wir finden zusammen raus, wo wir uns da befinden. Wir sind mal wieder auf dem Weg zu Thermen und diesmal nicht irgendwelchen Thermen, sondern den Grutas de Tolantongo. Da kleben die türkisblauen Becken nämlich am Steilhang wie Terrassen übereinander und nebeneinander. Und auch der Fluss soll eigentlich türkisblau und sogar warm sein. Wir hatten schon mal vor, dahin zu gehen, nämlich im Juli vor ungefähr 6 Monaten, als wir schon mal da waren. Ups, ein Bump. Aber damals war das Wetter so schlecht und es hat nur geregnet und war nur kalt und das Wasser wohl auch gar nicht mehr schön klar. Deswegen haben wir es damals sein gelassen. Außerdem hat damals das erste Mal unser Handy-Akku Probleme gemacht. Jetzt haben wir aber richtig schönes Wetter. Das Thermometer zeigt 26 Grad. Der Himmel ist blau und für heute und morgen ist Sonnenschein pur vorhergesagt. Von daher also beste Badebedingungen. Wir sind endlich an den Grutas angekommen. Hat geschlagene 4 Stunden gedauert für 200 Kilometer zwecks Baustelle und vielen Dörfern mit hunderten Topes, also diesen Bodenwellen zur Geschwindigkeitsreduzierung. Und wir standen gerade am Ticketschalter und die haben uns gesagt, dass wenn wir jetzt schon reinfahren würden, wir heute noch den vollen Tag bezahlen müssen. Wird aber ja in 4 Stunden schon dunkel. Und wenn wir erst um 18 Uhr reinfahren, also als Tipp, falls ihr auch hierher wollt, dann bezahlen wir nichts mehr. Dann bezahlen wir nur noch den Parkplatz. Der kostet, glaube ich, 30 Pesos, also nichts. Und den Tageseintritt von 200 Pesos, umgerechnet 10 Euro, der gilt dann für den ganzen nächsten Tag. Deswegen haben wir hier ein wunderschönes Plätzchen gefunden mit allerbester Aussicht. Ja, ich mach auf. Auf die Berge. Die fallen hier richtig steil und schroff ab. Deswegen waren es auch sehr viele Serpentinen. Aber ging gut, wir sind angekommen. Auto fährt, Auto bremst. Aber es hat uns irgendwie schon wieder das Kabel zerstört oder sowas. Von hinter rechts vom Bremssensor sagt schon wieder Bremsbelag verschlissen. Ist aber gar nicht so. Gibt Schlimmeres. Regelmäßig Bremsbeläge kontrolliere, solange das Kabel nicht geht. Aber die Aussicht wirklich einmalig. Und da unten kann man die Pools auch schon sehen. Sieht man genau, wie dann der Fluss hier unten durchs Tal fließt. Und dahinter wunderbare, richtig große, hohe, ich weiß nicht, ob man wirklich so hohe schon mal hatte. Wir hatten schon dickere, aber ich glaube noch nicht so hohe Säulenkakteen. Und während wir jetzt auf den Einlass warten, noch 2-3 Stündchen, koche ich uns noch einen Kaffee. Und ich habe noch ganz viele Tamales gestern mitbekommen von der Julia. Ich glaube, ich habe ungelogen an die 100 Stück gemacht, süße und herzhafte. Und es wurden nur 2 Stück verkauft an die Familie, weil da wirklich keiner aus dem Ort gekommen ist und so. Das tat uns wirklich megamäßig leid für den Clown und für Omar und für die Familie. Die Julia hat sich so viel Arbeit gemacht und eingekauft und dann kam keiner. Aber sie scheint es gewohnt zu sein. Sie haben es mit Fassung getragen und dafür haben wir jetzt noch mehr.
Diese traumhaften Thermalbecken liegen eingebettet in die beeindruckende Bergkulisse der Sierra Madre Oriental und sind ein absoluter Geheimtipp für Naturliebhaber. Das Wasser hier ist nicht nur glasklar, sondern auch angenehm warm. Perfekt zum Entspannen nach einer langen Fahrt im Wohnmobil. Es entsteht durch natürliche Quellen, die mineralreiches, türkisfarbenes Wasser speisen und diese märchenhafte Landschaft hier formen. Für uns ist das hier einer der schönsten Orte auf unserer Reise. Die Kombi aus warmem Wasser, atemberaubender Aussicht und Ruhe ist einfach einzigartig. Wir genießen jetzt noch ein bisschen diese magischen Momente. Was meint ihr? Ist das nicht einer der schönsten Spots, die ihr je gesehen habt? Wer mit dem Wohnmobil unterwegs ist, findet hier an den Grutas außerdem einen perfekten Campingplatz direkt am Wasser. Und die Infrastruktur macht das Leben unterwegs richtig angenehm und einfach. Die friedliche Atmosphäre und diese beeindruckende Kulisse machen diesen Ort zu einem echten Paradies. Zum Baden, Relaxen oder einfach nur, um die Schönheit der Natur zu genießen. Diese Location ist ein Traumziel für jeden Vanlifer.
Wir möchten uns bei allen Kanalmitgliedern und allen Spendern bedanken. Vielen, vielen Dank, dass ihr unsere Reise unterstützt. Und wenn auch du Bock hast, uns in irgendeiner Form zu unterstützen, dann kannst du das tun in Form von einer YouTube-Kanalmitgliedschaft oder du kannst Patreon bei uns werden oder es gibt die Möglichkeit, uns eine kleine PayPal-Spende zukommen zu lassen. All die Links dazu findest du in der Beschreibung. Da wir gestern so spät reingefahren sind und es schon dunkel war, standen wir jetzt die Nacht hier auf dem staubigen Parkplatz direkt am Hotel. Was wir nämlich nicht wussten, die ganzen coolen Pools gehören zu dieser riesen Hotelanlage dazu. Das sieht man auf den schönen Fotos immer gar nicht. Aber die Anlage ist herrlich, ein Traum, die Infinity Pools. Das Wasser ist richtig schön warm. Ja, und wir haben vorher auch schon 1, 2 Videos gesehen von anderen Reisenden. Und da hat man immer nur die Pools gesehen und nie die Hotelanlage im Hintergrund. Deswegen waren wir ein bisschen erstaunt, ne? Ja, das stimmt. Aber die eine Seite die ist auch relativ frei, nur die andere klebt ziemlich am Hotel. Ja. Und bei den richtigen Grutas waren wir ja auch noch gar nicht. Also bei der Höhle. Bei der Höhle nicht, da fahren wir nachher hin. Dem Wasserfall. Und man kann ja wohl auch viel schöner am Fluss campen. Deswegen raffen wir jetzt zusammen und düsen dahin. Hier am Ufer des Flusses befindet sich auch der erwähnte Campingplatz. Einer der schönsten, die wir je gesehen haben. Stell dir vor, du wachst morgens auf, öffnest die Vantür und direkt vor dir plätschert dieses magische Wasser. Ein wahr gewordener Traum für alle, die mit ihrem Van unterwegs sind. Der blaue Thermalfluss ist ein absolutes Highlight der Grutas de Tollantong. Das glasklare, türkisfarbene Wasser schlängelt sich durch eine atemberaubende Berglandschaft und lädt zum Entspannen ein. Die außergewöhnliche Farbe entsteht durch Mineralien im Wasser, die das Licht brechen und diesen einzigartigen, surrealen Blauton erzeugen. Und als ob das nicht schon genug wäre, auch das Wasser vom Fluss ist angenehm warm und lädt zum Baden ein, da es ebenfalls aus den natürlichen Thermalquellen gespeist wird. Nicht weit vom Fluss entfernt erwartet uns die Grotte, die ihren Namen wirklich verdient. In dieser natürlichen Höhle strömt das warme Wasser von der Felsdecke herab und bildet ein warmes Becken, in dem man herrlich entspannen kann. Und der kalte Wasserfall, der sich vor dem Eingang in die Gruta herabstürzt, fügt der Szenerie seine ganz eigene magische Note hinzu, weshalb wir aus dem Staunen gar nicht mehr rauskamen. Hier ist die Höhle von dem Thermalfluss, also hier entspringt der Fluss und es gibt Tunnel, in die man reingehen kann. Leider haben wir keine Wassertauchen und Filmgeräte. Und eine Höhle, in der man auch im warmen Wasser baden kann, unter dem Vorhang vom Wasserfall. Wie geil ist das bitte?
Good morning! Schaut euch mal das Wetter heute an. Die Wolken hängen so tief über den Bergen und es hat richtig abgekühlt. Ich glaube, die Temperatur ist über Nacht um die 15 Grad gefallen. Gestern waren es weit über 25 oder deutlich über 25. Und jetzt haben wir nur noch 10 Grad. Also alles richtig gemacht gestern. Da haben wir uns den perfekten Tag zum Baden ausgesucht. Wir kannten den Wetterbericht zum Glück und haben dementsprechend gestern Gas gegeben, damit wir die Pools und den Tunnel und die Wasserfälle und den Fluss alles an einem Tag schaffen. 2 Tage wären natürlich viel schöner gewesen, aber bei dem Wetter macht es keinen Sinn. So warm sind die Becken tatsächlich auch nicht. Die haben so ungefähr Körpertemperatur, also bei gutem Wetter sehr angenehm. Aber bei 10 Grad nicht mehr wirklich schön. Deswegen, der Bus läuft warm, man hört es vielleicht und wir düsen weiter in den Nationalpark, wo wir noch nicht waren. Vielleicht können wir ein bisschen wandern, vorausgesetzt der Himmel klart auf. Los geht's! Den Nebel haben wir hinter uns gelassen, sind im Nationalpark El Chico angekommen. Sieht richtig nett aus, hier mitten im Wald, hier dürfen wir auch campen. Irgendwo geht eine Fiesta, keine Ahnung, ich hoffe morgen ist kein Feiertag, weil wir schon ganz viele Prozessionen anlässlich der Virgen de Guadalupe gesehen haben. Falls ja, dann wird es morgen voll, falls nein, dann haben wir hier alle Ruhe zum Wandern und um die Natur zu erkunden. Gerade eben haben wir den Stellplatz gewechselt. Es ist noch ziemlich früh am Morgen, aber der andere war einfach so schattig und hier ist so viel schöner. Das ist eine richtig große Lichtung, war nur 2-3 Kilometer weg. Und hier direkt vom Campingplatz starten auch diverse Wanderwege zu einem Wasserfall und auch zu einem Stausee. Sieht richtig nett aus hier auf jeden Fall mit Grillstellen und Sitzflächen. Ich würde sagen, wir frühstücken jetzt und dann gehen wir los und erkunden mal die Gegend ein bisschen zu Fuß. Heute laufe ich alleine. Simon bleibt im Van und macht lieber am Video weiter. Wir haben es in den letzten Tagen ein bisschen schleifen lassen. Das rächt sich jetzt. Irgendwann kommt man in Zeitdruck, wenn man den Abgabetermin Mittwoch halten möchte. Aber ich habe auch keine Angst, allein loszugehen.
Und ich freue mich richtig mal wieder in der Natur zu sein. Es ist ein richtig schöner Wald. Die Vögel zwitschern. Da hinten haben auch Kühe gebimmelt. Echt nett. Ich bin keine 200 Meter weit gekommen. Da war auch schon wieder der Handy-Akku leer, obwohl er eigentlich ganz voll war, was ja echt überhaupt nicht sein kann. Ich muss zurück ins Auto, die Powerbank holen, die lasse ich jetzt einfach dran. Ja, also der Handy-Akku ist nach wie vor kaputter denn je, kann man nicht anders sagen. Aber genau heute, in 4 Wochen, fliegen wir nach Deutschland und dann hoffen wir einfach mal, dass wir den Akku da noch irgendwie repariert bekommen. Und wenn nicht, dann werden wir uns wohl nach einem neuen Filmgerät umschauen müssen. Wohl oder übel, so geht's auf jeden Fall nicht weiter. Der Wald hier sieht auch voll ähnlich aus wie ein Wald bei uns. Also hier hat es nicht nur die Kiefern, die wir sonst immer hier hatten auf den Höhen, sondern es hat auch Tannen, die erkenne ich zumindest sicher, und so ein Stechlaub und noch andere Bäume, die es bei uns gibt. Allerdings auch etliche abgestorbene Tannen, schätze ich. Also so ganz gesund ist der Wald wohl leider auch nicht. Könnt ihr es plätschern hören? Ich glaube, ich bin dem Wasserfall ganz nahe. Mal schauen, wo er sich versteckt. Ich höre ihn bisher auf jeden Fall nur und sehe ihn noch nicht, aber weit kann er nicht sein. Mehr ein Rinnsal als ein Wasserfall, aber gut, es tröpfelt. Jetzt guckt sich das mal einer an. Ein See, der sieht fast so aus wie der am Kupfer Canyon. Ich hätte nie erwartet, dass hier ein See ist. Es ist so schön. Das Wasser glitzert. Bisschen Wellen. Wow. Das war es auch schon
mit meiner kleinen Wanderung. Etwa 1,5 Stunden, 4 Kilometer war ich jetzt unterwegs. War echt nett, vor allem der See war voll die schöne Überraschung am Ende. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Und jetzt mal schauen, wie weit Simon mit unserem neuen Video gekommen ist. Ich hoffe, er war fleißig. Hallo mein Schatz, bin wieder da. Mir ist mittlerweile auch richtig warm. Warm? Warm. Wie läuft's? Video basteln. Ja, kommst du vorwärts? Ja, wird. Sehr gut. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist ziemlich feucht geworden heute Nacht. Das ganze Auto war nass, es ist auch noch relativ frisch. Wir düsen weiter. Ich habe nämlich auf iOverlander gerade entdeckt, dass nebenan praktischerweise ein magisches Dorf ist, das wir noch nicht kennen. Ich muss mal gucken, wie viele von den magischen Dörfern wir mittlerweile schon abgehakt haben. So arg viele dürften eigentlich gar nicht mehr fehlen. Und auf jeden Fall gibt es da eine aktive Mine und ein Museum, das man sich anschauen kann. Hidalgo ist nämlich der Staat der Minenarbeiter und da düsen wir jetzt hin. Aber erstmal müssen wir diese fürchterliche Hubbelpiste hier wieder rauskommen. Und wie gesagt, es ist noch recht feucht, der Boden. Hoffentlich klappt's. Simon, bitte. Okay, wir gucken. Aufhören, zurück. Tatsächlich hätten wir uns fast festgefahren. War ganz schön enge Kiste. Mit einmal zurücksetzen, komplett runterrollen, haben wir es aber rausgeschafft. Ja, die haben die Straße gerade ganz neu gemacht mit so schönem, feinem Schotter, so glatt gezogen. Aber das ist halt ultra weich, nicht verdichtetes Zeug. Aber wir haben es geschafft. Ja, auf jeden Fall ganz viel Action am frühen Morgen schon, deswegen konnte man es auch nicht filmen. Auf den Schock gehen wir jetzt erstmal was frühstücken, aber nicht irgendwas, sondern eine ganz besondere Einwandererspezialität. Und zwar haben wir uns immer gefragt, warum es nur in diesem Staat hier diese Empanadas gibt, die tatsächlich aber nicht Empanada heißen, sondern Paste. Und zwar liegt es an den Minen hier. Um 1825 kamen ganz viele Arbeiter aus England hierher, um in den Minen zu arbeiten. Und scheinbar sind diese Pastes in England traditionell und sie haben ihr Essen quasi von zu Hause mitgebracht. Und es gibt es noch heute hier im Staat Hidalgo in Mexiko in salzigen und in süßen Varianten. Wir testen. Im Hintergrund sehen wir schon die Mine. Wir sind angekommen. Ich weiß nicht, ob wir in die Tunnelschächte auch tatsächlich rein können oder ob es nur das Museum ist, aber so oder so, es sieht schon von außen sehr spektakulär aus und richtig urig alt. Aktiv ist es auf jeden Fall nicht mehr, oder? Nee, die sind schon ewig. Ich glaube seit 1900 irgendwas still. Diese mächtige Maschine hat einen Aufzug betrieben, mit dem die Bergarbeiter in die Tiefe gelassen wurden. Und es gab auch ein ganz primitives Telefonzeichen quasi, also je nachdem wie oft man die Klingel gedrückt hat, so konnte man signalisieren, auf welche Ebene der Aufzug gefahren ist und auch in Notfällen eben schnell kommunizieren, damit die Retter schnell auf die richtige Ebene gekommen sind. Das hier ist, glaube ich, der Aufzug, mit dem es dann viele hundert Meter in die stocktiefe Finsternis gegangen ist. Schon beeindruckend, oder? Und da vorne sehen wir die Loren, mit denen sie die Steine da transportiert haben. Wir waren in Potosí in einer Mine. Da haben sie die ganzen Dinger von Hand geschoben. Unglaubliche. Und durch ganz, ganz schmale Gänge. Ich bin mal gespannt, ob wir hier was sehen, ob es hier auch so eng ist. Vor allem war das in Potosí heutzutage. Also Ja, die arbeiten ja. immer noch genauso unter diesen menschenverachtenden Bedingungen, kann man nicht anders sagen,
wie hier im 18. und 19. Jahrhundert. Das ist wirklich irre. Safety first. Ich glaube, wir können nämlich tatsächlich in den Tunnel. 400 Meter geht's rein. Besser nicht den Kopf anhalten. 1906 hatte die hier schon Staubmaske. Das haben sie in Potosi heute noch nicht. Diese alte Silbermine, tief im Herzen von Mexiko, hat uns wirklich in ihren Bann gezogen. In den dunklen Stollen kann man fast noch das Echo der Arbeiter hören, die hier einst im Dunkeln die wertvollen Schätze der Erde abgebaut haben. Der Weg durch die Mine führt uns in eine völlig andere Welt. Ein Labyrinth aus Gängen und faszinierenden Schächten, die vor Jahrhunderten in den tiefen Fels gehauen wurden. Der Geruch von feuchtem Gestein und die mystische Dunkelheit verleihen diesem Ort eine einzigartige Atmosphäre. Wir fühlen uns ein bisschen wie Entdecker, die ein Stück Geschichte wieder zum Leben erwecken. Siebzehn verschiedene Ebenen gab es hier und wir sind gerade mal auf Ebene 1. Da hinten sieht man auch den Aufzug, der in die Tiefe runterging. Es ist wirklich unglaublich, was die damals eigentlich per Hand bewerkstelligt haben. Hier auch diesen Stollen geschlagen und gegraben. 2 aktive Minen gibt es hier noch im Ort, die anderen sind mittlerweile alle stillgelegt. Und ich weiß nicht, ob wir schon gesagt haben, es war Gold und Silber, das hier abgebaut wurde. Ja, jetzt geht's wieder raus für uns. So richtig viel verstanden habe ich sowieso nicht. Nee, aber ich auch nicht. Also er hat erst mal sehr schnell gesprochen und es war halt einfach auch viele Fachbegriffe. Ich habe keine Ahnung von Minen und von Bergbau und von Mineralien und so. Aber wir googeln nachher mal noch ein bisschen. Genau, vielleicht haben wir da noch ein paar Infos mehr. Ne? Yes. Jetzt aber erstmal zurück ans Tageslicht. Es ist ganz schön frisch hier unten, nämlich. Ja. Das Tageslicht hat uns wieder. Juhu! Auch das Dörfchen sieht richtig, richtig nett und gemütlich aus. Hier ist auch schon ganz viel Weihnachtsaction. Alles wird dekoriert und geschmückt. Und schöne Statuen gibt es hier natürlich auch, die ja, die Minenarbeiter ehren, würde ich sagen. Das Dorf hier ist wirklich, wirklich nett. Und hinter uns da schmücken sie den ganzen Platz oder die Blaser. Irgendwie auch mit riesen Feuerwerk da im Hintergrund. Ja, da stehen Wahnsinnsbatterien. Schade, dass wir heute Abend nicht da sein können. Ich hätte gerne das Feuerwerk sehen. Aber eben genau wegen diesem Fest sind alle öffentlichen Parkplätze irgendwie gesperrt. Ja. Eben auch der eine, auf dem man wohl übernachten könnte. Also in der ganzen Stadt tatsächlich kein Parkplatz, wo man schlafen kann. Somit geht es einfach weiter für uns. Genau, wir düsen oder tingeln zurück nach Teotihuacan auf den Camping. Wir sind wieder gut angekommen auf dem wunderschönen Campingplatz in Teotihuacan, wurden auch schon freundlich von den Hunden, von Rita, dem Esel und den Schafen begrüßt. Allerdings bleiben wir hier nicht. Wir müssen uns jetzt richtig sputen. Für uns heißt es Koffer packen. Der Van bleibt hier. Wir lassen ihn für ganz schön lange Zeit zurück. Und wo es hingeht und was wir dort alles erleben werden, das seht ihr nächsten Mittwoch im neuen Vlog. Also unbedingt wieder einschauen und nicht vergessen, liken, das Video kommentieren und abonnieren.